Dann ja heißt die Sendung nicht Travel like a local? Travel so locals? Are you ready for adventure? Kopf runter. Das hier ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt nach Kroatien gekommen bin. Cevapcici. Mir ist schlecht. Was ist los? Richtige Scheiße. Das Boot ist kaputt. Was soll ich sagen? Schaut euch das einfach an. Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich habe ja gesagt, es wird wild. Ich, Daniel Sanic, zeige euch meine zweite Heimat, Kroatien. Jede Menge Abenteuer, sensationelle Strände und Küstendörfer zum Verlieben. Hier bin ich geboren, spreche die Sprache und kenne mich ziemlich gut aus. Und genau diesen Vorteil will ich mit euch teilen. Kamerakollegin Tanja und ich zeigen euch die Geheimtipps weit weg vom Massentourismus. Dobro jutro Zagreb. Wir starten unseren Roadtrip in der Hauptstadt. Vom zentralen Trg Bana Jelačića geht es in den Norden der Stadt zum ersten Geheimtipp. Guten Tag, 2 Karten bitte. Das Ticket kostet nur ein paar Cent. Jetzt lass mal raus. Nach 20 Minuten sind wir im Stadtteil Trežnjevka. Hier soll es den leckersten Burek der Stadt geben, sagt zumindest die beste Freundin meiner Mutter. Bei einer Skala von 1 bis 10. Wie hungrig bist du? 9,5. Ja, Das heißt, ich kann noch ein paar Bilder drehen, aber dann kippe ich um. Nee, wir haben es gleich geschafft. Laut Navigationssystem noch 4 Minuten. Aber in Kroatien weiß man nie. Ja, hier ticken die Uhren auf jeden Fall langsamer. Ich mag's. Dann haben wir es endlich gefunden. Der beste Burek der Stadt, der wartet auf uns. Das Geschmacksgeheimnis, die Zubereitung unter einem gusseisernen Deckel, auf den glühende Kohle kommt. Dobar dan, izvolite. Ja sam Daniel, mi smo telefoniert. Guten Tag, Selma, wir haben telefoniert. Daniel, dobro nam došli. Guten Tag, Daniel. Herzlich willkommen. Zeig uns doch mal, was für Pita habt ihr und vor allem, heißt es jetzt Pita oder Burek? Vidite, mi smo se odlučili, te suhoparne definicije nisu bitne. Nama je u Sarajevu Pita merak. Das ist uns nicht so wichtig. In meiner Heimat, Sarajevo, nennen wir die Pita merak oder cev. Wichtig sind für uns der Geschmack, die Qualität und dass sie in einem Topf unter der Glut gebacken wurde. Das ist besonders wichtig, denn dann hat die Pita kaum Fett. Sobald sie im Backofen gart, wird sie fettig. Das Besondere an der Peka: die heiße Luft kreist im Topf und dadurch wird die Pita nicht nur gebacken, sondern auch gekocht. Und das alles im eigenen Saft. Und genau deshalb braucht man kein zusätzliches Fett. Ich zeige dir das jetzt einfach mal. Wenn man ein Stück auf ein Papier legt, dann gibt es keine Fettflecken. Wie, keine Fettflecken? Das glaube ich nicht. Hier zum Beispiel ein Stück Käsepita. Wichtig ist bei einer echten bosnischen Pita, dass man die einzelnen Röllchen voneinander trennen kann. Und wenn wir sie vom Papier nehmen, dann ist kein Fett zu sehen. Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ich muss es jetzt unbedingt probieren. Moramo to sad probati. Apsolutno, može. Die Pita wird oft mit Bosnien in Verbindung gebracht. Sie gehört aber auch zu Kroatien. Znači, imamo jogurt tekući i imamo. Wir haben hier Trinkjoghurt und natürlich die unterschiedlichen Pitas. Außerdem Creme fraiche. Das kann sich jeder nach Belieben drauf machen. A može se sad preko, na primjer, krompirše isto. Willkommen im Pita-Paradies. Für die kleinen Burek-Kugeln gibt's die Gabel. Der Rest wird mit der Hand gegessen. Es ist so gut. Es ist unfassbar gut. Es ist würzig. Das ist mit Fleisch gefüllt. Es ist sehr, sehr gut gewürzt. Man hat saure Sahne oben für die Cremigkeit.
Unfassbar. Die beste Freundin meiner Mutter hat recht. Dieser Burek schmeckt wirklich super. Kroatisches Essen, davon bekomme ich einfach nicht genug. Der Klassiker? In Kroatien gibt es natürlich die besten Cevapići. Heiß. Sehr gut. Ja, und dann muss man sich noch nach dem Essen hier hochbewegen. Eins kann ich euch sagen, kroatisches Essen ist jetzt nicht unbedingt kalorienarm. Los, Tanja. Ajde, ajde. Satt und happy setzen wir unsere Entdeckungstour fort. Vom Trg Bana Jelačića ist es nur ein Katzensprung zur Standseilbahn, der Uspinjača. Für rund 80 Cent kommt man ganz nach oben. Und das lohnt sich, vor allem für diesen mega Blick auf die ganze Stadt. Wenn hier so ein kleiner Tisch wäre, mit so ein paar Stühlchen und so ein Espresso, das wäre nicht schlecht. Ja, du kannst ja hier bleiben, ich drehe ein bisschen weiter. Ich bleib hier. Tschüss, Tanja. Der Kroate trinkt nämlich super gerne Kaffee, manchmal auch den ganzen Tag lang. Dafür haben wir keine Zeit, denn wir wollen was erleben. Vom Regierungsviertel und der Markuskirche mit dem wunderschönen Dach geht es wieder runter zur Kathedrale. Seit dem schweren Erdbeben 2020 kann man nicht mehr rein. Für die Menschen hier richtig schlimm, denn die meisten Kroaten sind sehr gläubige Christen. Ich auch. Deshalb besuche ich Kamenita Vrata, das Steintor. Hier kommen auch viele junge Menschen hin, um Kerzen anzuzünden und die heilige Mutter Gottes um etwas zu bitten oder einfach Danke zu sagen. Ja, und dann kann jeder in sich gehen und überlegen, für wen oder was er dankbar ist. Im Zentrum liegt alles sehr nah beieinander. Religiöse Orte neben spezielleren Locations. Das Museum of Broken Relationships ist wohl eines der skurrilsten Museen in ganz Kroatien. Aber eine wahre Erfolgsgeschichte. Erinnerungsstücke an gescheiterte Beziehungen von Menschen aus aller Welt, die sind hier ausgestellt. Die Ausstellungsstücke sind so unterschiedlich wie die Beziehungen, für die sie stehen. Und er hat sie gesammelt. Alles begann mit Dražen und seiner damaligen Freundin Olenka. Wir waren zusammen und erst als wir Schluss gemacht haben, kam uns die Idee. Heißt, ihr seid nicht mehr zusammen, aber ihr arbeitet zusammen und das funktioniert gut? Das ist ja der Witz an der Geschichte. Wir verstehen uns jetzt besser als jemals zuvor. Und wir haben bewiesen, dass man doch nach einer Beziehung befreundet sein kann. Interessant. Ja, es funktioniert. Für rund 5 € Eintritt kann man hier unzählige Geschichten erleben. Manche sorgen für Gänsehaut. Halt dir das mal ans Ohr. Was hört man? Man hört einen Gesang. Er hat mir gerade erzählt, dass das eine familiäre Geschichte ist. Nämlich in Japan wurde dieses Aufnahmegerät zu einem Picknick mitgenommen von einer Familie. Und die Stimmen sind drauf, die sind fröhlich, singen.
und der Vater ist dann leider verstorben. Und die Mutter hatte aber immer Angst, das den Kindern zu geben, weil sie Angst hatte, dass das überspielt wird, die Stimme. Deswegen haben sie es halt hier dem Museum übergeben. Und wenn man das hier jetzt ans Ohr hält, dann hört man eben den Gesang und die Gespräche. Ein Museum, das unter die Haut geht. Ein Ort, der das wahre Leben widerspiegelt, und dazu gehören eben auch gescheiterte Beziehungen und das Abschiednehmen. Auch wir verabschieden uns von Zagreb. Die Stadt ist traditionell und modern zugleich und die Menschen sehr aufgeschlossen. Am nächsten Tag beginnt unser Roadtrip. Wir wollen mit dem Auto ans Meer. Von Zagreb aus geht es über die Landstraße zu den Wasserfällen von Rastoke. Von dort dann nach Split und anschließend mit dem Boot auf die Insel Brač. Und weil wir wie Locals reisen, fahren wir nicht über die Autobahn, sondern wie viele Kroaten über den Stari Put, den alten Weg. Vorteil, wir sparen Mautgebühren. Nachteil, es dauert ungefähr 2 Stunden länger bis Split. Ich bin diese Strecke hier früher mit meinen Eltern immer gefahren, wenn wir in den Kroatienurlaub uns auf den Weg gemacht haben. Und dann sind wir natürlich die alte Strecke gefahren, weil es gab keine Autobahn. Die gibt es mittlerweile. Und ich kann mich erinnern, dass diese Strecke hier unfassbar viele Kurven hatte und ich als Kind ziemlich häufig kotzen musste. Das heißt, meine Eltern mussten so alle 10, 15 Minuten irgendwo stehen bleiben. Also man muss schon kurvensicher sein, wenn man den Stari Put bis nach Split nehmen will. Mir ist schlecht. Aber kotzen muss ich, glaube ich, nicht. Hoffentlich. Okay. Toi, toi, toi. Weit und breit keine Autos. Erst recht nicht mit fremden Kennzeichen. Ist das eine Autostraße oder eine Fahrradstrecke? Es ist teilweise super eng. Možemo Brot. Redet nicht mit dir. Nö. Eine kleine Zwangspause. Stabici? Ja, so macht man dann in Kroatien kurz Rast. So ein bisschen wie Kino. Kino vorbei, jetzt gibt's nichts mehr zu gucken. Auch fürs Navi ist die Strecke eine echte Herausforderung. Nach 2 Stunden Autofahrt, Zwischenstopp in Rastoke. Der Ort ist für seine vielen kleinen Wasserfälle bekannt. Ein großer Vorteil, im Vergleich zu den Plitvicer Seen sind hier Anfang September kaum Touristen unterwegs und man muss auch keinen Eintritt zahlen. Außer man will die Wasserfälle auf einem Privatgelände hautnah erleben. Dann kostet das meist zwischen 3 und 5 Euro. Richtig baden darf man hier übrigens nicht. Aber so ein bisschen mit den Füßen rein, da sagt doch keiner was, oder? Ja, es ist schon sehr kalt. Und natürlich mit diesem Blick hier auf den Wasserfall ist schon geil. Rastoke, ein kleiner, zauberhafter Ort. Back on track. Ja, jetzt beginnt so langsam der schönste Teil der Strecke. Rod girl and whiskey's gonna ease my mind. Beach towel dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in his 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door. The sand from your hair is blowing in my eyes. Es ist so schön. Es ist einfach so unfassbar schön, jetzt auch mit dem Sonnenuntergang. A cold shoulder, closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures in passing time, you only smile like that
Es riecht einfach nach Meer. Bisschen nach Sonnencreme, bisschen nach Pinie, bisschen nach Fisch. Adria. Genau dieser Moment war damals im Familienurlaub einer der schönsten für mich. Bisschen sentimental, aber sehr happy erreichen wir das Meer. Ja, ich bin fix und fertig. Ich glaube, man sieht es auch den Augenringen hier so ein bisschen an. Aber ich bin glücklich und es war definitiv die richtige Entscheidung, den alten Weg zu nehmen und nicht über die Autobahn zu fahren, weil wir einfach unfassbar viel erlebt haben. Labrador hanging out the passenger door. Am nächsten Morgen begrüßt uns sonniges und warmes Wetter in Split. Unsere Sightseeing-Tour beginnt direkt vor dem Diokletian-Palast im Herzen der Stadt. Doch bevor es reingeht, noch schnell den Zeh des Bischofs Gregor von Nien berühren. Mal schauen, ob er uns Glück bringt oder zumindest die Touristenmassen fernhält. Noch sieht's ganz gut aus. Geradeaus, rechts, links, ich würde sagen geradeaus. Obwohl ich schon oft hier war, muss ich doch noch mal aufs Navi schauen, denn in den kleinen Gassen kann man sich ganz schnell verirren. Das Gute ist, zum Meer findet man ja immer, weil das Meer ganz unten ist. Das heißt, von oben einmal komplett runterlaufen, dann kommt man auf jeden Fall auf die Straße. Das hier ist die schmalste Straße in ganz Split. Heißt Pusti me da prođem. Lass mich bitte durch. Wollen wir noch länger warten oder wollen wir jetzt einfach da durch? Ja, ich will da durch. Komm, wir gehen jetzt durch. Überall Spuren aus der Römerzeit. Besonders im Palast mit Blick auf die Kathedrale Svetog Due am Trg Peristir. So, und jetzt, wie könnte es anders sein? Erstmal einen Kaffee und das auf den Stufen des Café Luxor. Hier ist gut. Für 4,50 € gibt es einen Cappuccino. Voilà. Schon ziemlich geil hier, mitten in der Diokletianowa Palača jetzt einen Kaffee zu trinken. Und wir sind ja sehr früh am Morgen jetzt hier. Es sind zwar einige Touristen da, aber ich glaube, später wird es viel, viel voller. Und dann macht es, glaube ich, auch nicht so einen großen Spaß, hier zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Also früh morgens herkommen. Empfiehlt sich im Sommer sowieso wegen der Mittagshitze. Außerdem ist es morgens noch nicht zu heiß, um ungefähr 200 Treppen zu besteigen. Denn für mich geht's gleich hoch hinaus. Ja, Tanja, du bleibst jetzt hier unten sitzen, bestellst dir mal einen Kaffee Ja. und ich gehe jetzt hier hoch. Also die Arbeitsteilung gefällt mir. Kann so weitergehen, oder? Ja. Gut, los geht's. Doch erstmal ein Ticket kaufen. Für 7 € darf ich mich so richtig schön abrackern. So, fast habe ich es geschafft. Noch so, und jetzt kommen die letzten Stufen. 1, 2, 4, 5, 6. Ich habe es geschafft. Etwas aus der Puste, aber es hat geklappt. Und jetzt gibt es die Belohnung, nämlich die Aussicht. Wenn's voller wird, hilft nur eins: die Flucht. Erster Tipp: abtauchen. Das kann ich am besten im unterirdischen Teil des Palastes. Hier gibt es jede Menge Verkaufsstände. Von Schmuck bis Kunst ist wirklich alles dabei. Am anderen Ende kommen wir an der Promenade raus. Hier kann ich wieder gut durchatmen.
Tipp Nummer 2. Kastel Gomilica. Mit dem Auto nur 15 Minuten. Erbaut wurde es von Benediktinernonnen im 16. Jahrhundert auf einem Felsen. Über eine Steinbrücke geht es ins Innere. Dort sind heute Wohnsiedlungen. Ein paar Apartments kann man sogar buchen. Das Tolle, es gibt kaum Touristen. Keine Verkaufsstände, ja noch nicht mal ein Café. Dafür aber was fürs Auge. Groß ist es jetzt nicht. Ich würde sagen, innerhalb von 2 Minuten ist man durch jede Gasse einmal durchgegangen und ist dann wieder am Ende. Aber trotzdem ist was Besonderes mit diesen Häusern hier. Und Game of Thrones wurde hier teilweise gedreht. Kastel Gomilica. Ein kleiner, versteckter Geheimtipp und super für Fotos. Der Hunger treibt uns zurück nach Split. Ich habe richtig Lust auf traditionelle kroatische Küche. Mein Tipp, die Villa Spisa. Ein Restaurant mitten in der Altstadt. Frühes Kommen lohnt sich, denn es ist täglich ausgebucht, erzählt mir die Köchin. Guten Tag. Guten Tag und vielen Dank. Ich bin sehr hungrig. Eher Fisch oder doch lieber Fleisch? Die Speisekarte sieht toll aus. Wird sie täglich handgeschrieben? Ja, wir schreiben sie jeden Tag. Und dann wird sie kopiert. Richtig, wir kaufen nicht viele Lebensmittel ein, immer nur für einen Tag. Ich habe mich übrigens für den Fisch mit Mangold und Kartoffelsalat entschieden. Jetzt freue ich mich. Frisch und saisonal ist hier das Motto, auch weil das Lokal das ganze Jahr geöffnet ist. Untypisch für Kroatien. Wir haben sogar im Winter geöffnet und gehören zu den ganz wenigen Restaurants im Zentrum, die das machen. Allerdings sind die Öffnungszeiten angepasst und etwas kürzer, meist ab dem Mittag bis 8 Uhr abends. Das hängt immer vom Monat ab. So, hier kommt der Seba Schlubin. Mangold und Kartoffelsalat, alles regional und super frisch. In Split Fisch essen, absolutes Muss. Split, immer ein Besuch wert. Allerdings eher in den frühen Morgenstunden, denn später wird's voll. Am nächsten Morgen starten wir früh. Unser Plan, eine Bootstour zur Insel Brač. Aber am Treffpunkt kein Boot, kein Skipper, nur ein Anruf. Ja, jetzt müssen wir hier warten. Ich wurde gerade angerufen. Es scheint so, als sei irgendwie das Boot kaputt. Was soll ich sagen? Der Skipper versucht jetzt irgendwie ein anderes Boot zu organisieren. Keine Ahnung, ob es klappt. Wir sollen 10 Minuten mal einen Kaffee trinken gehen. Aus diesen 10 Minuten können schnell mal 30, 40 Minuten werden. Ja, so ist das aber in Kroatien. Dann der zweite Anruf mit einer fetten Überraschung. Okay. Ciao, ciao. Scheiße. Was ist los? Richtige Scheiße. Das Boot ist kaputt. Wir können heute keine Tour machen. Das heißt für uns jetzt auf die Jadrolinja und weniger romantisch. Heute keine Inseltour, kein Inselhopping. Doch statt dem günstigen Schifftaxi Jadrolinja sagt man mir am Schalter, dass gleich ein teurer Katamaran nach Bol fährt. Und die Karten gibt's nur auf der anderen Seite zu kaufen. So langsam werde ich nervös. Das Problem ist, wir haben jetzt gerade 8:40 Uhr. In 20 Minuten schippert das Bötchen los. Ich hoffe, Tanja und ich schaffen das. Hallo? Hast du schon Karten organisiert? Eigentlich war der Plan, Tanja passt auf die Koffer auf und ich, Local, besorge die Karten. Tja, sie hat beides erledigt. Wir haben sie. Wir kommen nach Bol.
Die waren so sweet, die haben überhaupt nicht lang gefackelt. So, Madame, your suitcases und zack, bumm, hatten die schon unter dem Arm und haben die hier reingetragen. Und ich so, no, we don't have tickets. Ja, you can buy them here. Die waren total easy. Ich habe immer nur gesagt, I have to call my colleague, I have to call my colleague. Und die so, ja. So, jetzt frag mich mal. Wie war's denn bei dir? Ja, ich habe echt Gas gegeben, bin da rüber gesprintet. Falscher Schalter. Wir sind hier zu diesem Haus geschickt mit dem grünen Dach. Ja. Und da hätte ich Karten kaufen können, aber du warst mehr local als ich. Für 20 € pro Person ist man in einer Stunde auf der Insel Brač. Mit der Jadrolinja hätten wir zwar weniger bezahlt, müssten allerdings dann nochmal mit dem Taxi fahren. Also alles richtig gemacht. Jetzt bin ich happy. Willkommen an der Südküste der Insel Brač. Für mich der schönste Ort Kroatiens, Bol. Jeden Sommer bin ich 3 Wochen hier und fühle mich einfach wie zu Hause. Ich liebe Katzen und begrüße natürlich jede persönlich. Hi. Halo. Si dobro? Jesam. Ja sam Daniel. Ja sam Klaudija, drago mi je. Drago mi je, Claudia. Ja sam sad ovdje šetao naprijed. Ich habe mich immer gefragt, wer füttert denn hier die ganzen Katzen? Das bist du, oder? Ove mačke. I znači ti to radiš Ja ovdje? se brinem i 2 gospođe. Ich kümmere mich und noch 2 weitere Frauen. Ich bringe ihnen das Frühstück und die anderen das Abendessen. Večeru možemo tako reći. Da. Odakle si ti? Jesi Kommst du ovdje? von der Ja Insel? sam iz dijaspore, ja sam iz Njemačke. Nein, ich komme eigentlich aus Deutschland. Deutschland. Ja, aus Deutschland. Wo aus Deutschland? Können wir Aus auf Deutsch Deutschland. sprechen? Können wir auch machen, ja? Wo kommst du aus Deutschland? Also ich bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Nein. Ja. Was für eine Überraschung. Ausgerechnet aus Frankfurt. So wie ich. Warum liegt dir das so sehr am Herzen, dass du diese Tiere hier unterstützt? Weil ich meine, guck mal, die meisten kommen doch hierher, um Urlaub zu machen. Man hat hier wunderschöne Küsten, man hat wunderschönes Meer. Man will doch das Negative hinter sich lassen. Man will doch das Leid gar nicht sehen im Urlaub. Man will doch einfach entspannen und mal abschalten, in eine andere Welt eintauchen. Warum liegt dir das so sehr am Herzen? Ich glaube, das geht auf Nelly zurück, unsere erste Katze, unsere erster Kontakt mit der Straßenkatze, die uns vor unsere Haustür kam mit dem Nasentumor. Und ich könnte jetzt nicht zu Hause sitzen oder am Pool sitzen und mich nicht um sie kümmern. Das würde jetzt gar nicht mehr funktionieren. Ich will einfach helfen. Aber woher kommt die Motivation? It touched my heart. Daher. Und ihre Geschichte berührt auch mich. Vor genau 2 Jahren habe ich auf der Insel ein Lost Place entdeckt. Jedes Jahr trifft sich hier im Sommer die internationale Graffiti-Szene. Früher war das mal ein super angesagtes Hotel. Jugoslawische Stars und Sternchen haben hier regelmäßig eingecheckt und Urlaub gemacht. Haben Sie noch ein Zimmer frei da vorne? Guten Tag. Ja. Ach, Zimmer 112. Das ist hier oben. Bei den Treppen kein Problem. Ja, und genau das sollte man auf gar keinen Fall tun. Denn teilweise kann es lebensgefährlich werden. Das Dach ist abgebrannt. Das Hotel bleibt leer, der Eigentümer unklar und wir checken aus. Am nächsten Morgen wollen wir die Bootstour nachholen. Von unserem Standort Bol schippern wir auf die Insel Hvar. Anschließend geht es zu den wunderschönen Buchten der Insel Vis. Weiter zur Mini-Insel Budikovac.
Ja, und dann der krönende Abschluss. Einzigartige Grotten der Insel Biševo und der kleinen Ravnik. So, was für Erwartungen hast du denn an den heutigen Tag? Also schon mal nicht kotze. Das ist so die größte Erwartung, die ich an mich selber habe. Und dann natürlich, dass wir ganz viel erleben, dass wir ganz viel Tolles sehen. Ich bin total gespannt, wie Blue Cave ist. Da war ich bisher noch gar nicht. Aber ein bisschen Respekt habe ich auch davor, weil Kroatien, hoher Wellengang, keine Ahnung, was passiert. Und das Boot ist ja das letzte Mal in Split kaputt gegangen. Also ich hoffe, dass uns das jetzt nicht hier mitten auf dem Meer passiert. Ja, und dann geht's schon los. Für die Karten haben wir pro Person rund 100 € bezahlt. Ein stolzer Preis. Ich bin sehr gespannt, ob sich das lohnt. Begleitet werden wir von Emma und Josip. Die Insel Hvar ist unsere erste Station. Emma wohnt auch auf einer Insel, Brač. Emma, wie ist das Leben auf einer Insel? Im Sommer sind auf Brač viele Menschen. Das Leben ist wunderschön. Aber im Winter ist kaum jemand hier. Es gibt hier wenige Schulen. Die fahren alle nach Split zur Schule. Es bleiben maximal 100 bis 200 Einheimische. Das war's. Und was macht ihr dann im Winter? Es ist nur ein Kaffee geöffnet und alle Locals sind dort. Es ist sehr unterhaltsam. Manchmal wird bis tief in die Nacht Kaffee getrunken. Nur ein Supermarkt hat geöffnet. Das Leben findet an 2 Orten statt. Supermarkt und Kaffee. Aber ist das nicht ein bisschen traurig? Ja, das ist es. Denn wir werden nur im Sommer geschätzt. Im Winter ist es so, als würden wir gar nicht existieren. Was wünschst du dir für die Zukunft? Würdest du lieber weiter auf der Insel Brač leben oder doch lieber in Split? Ich würde gerne in Split leben, aber immer wieder nach Brač zurückkommen. Auf jeden Fall steht fest, Brač im Winter. Es ist ruhiger, jeder kennt jeden und es ist schön im Winter. Im Sommer sind dann doch sehr viele Menschen hier, teilweise zu viele. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. An fast jeder Ecke duftet es nach Lavendel. Dafür ist Hvar bekannt. An den Ständen kann man Säckchen, Seifen und Lavendelöle kaufen. Wir legen wieder ab. Und wenn Josip Fahrt aufnimmt, ja, dann ist es schon ein bisschen shaky auf dem Boot. Aber Nee, kotzen muss ich nicht, aber so ein bisschen schlecht ist mir schon. Aber es gibt da einen guten Trick, habe ich gehört. Man muss in den Horizont reingucken mit der Zeit und dann geht's. die Adria meint es heute aber gut mit uns. Und wir machen glücklicherweise viele Stops. Zum Beispiel auf der Insel Vis in der Stiniga-Bucht. Und dann geht es zu der Mini-Insel Budikovac. Kristallklares Wasser, perfekt, um einfach abzutauchen. Ein Must-See, die blaue Grotte der Insel Biševo. Ich war noch nie hier und bin gespannt, was mich erwartet.
Es gibt mehr als 20 Grotten, aber die blaue Grotte ist einzigartig. Dieser Hang hier ist 35 Meter hoch und genau darunter befindet sich eine der wichtigsten und schönsten Grotten, die blaue. Keine Angst, ihr müsst nicht tauchen. Also, Kopf runter, ganz schnell. Hier, zack, Kopf runter. Hab ich. Noch tiefer, Tanja. Ich bin ganz kurz sprachlos. Also ich muss wirklich sagen, absoluter Aha-Moment, wenn man hier dieses leuchtende Wasser sieht. Alles ist dunkel und diese Lichtstrahlen, also wirklich sehr beeindruckend. Der Preis 18 € pro Person. Hat es ein bisschen in sich und ich muss ehrlich aus meiner Sicht sagen, ich weiß nicht, ob ein Local sich das hier wirklich so leisten kann. Aber wenn man schon hier ist, dann kann man das mal machen, weil wirklich diese Magie hier zu sehen, ist schon sehr beeindruckend. Auf der Insel Ravnik gibt es eine günstigere Alternative, die Grüne Grotte. Ja, ich hoffe, wir fahren da jetzt natürlich rein. Und vor allem würde ich, glaube ich, gerne auch mal hier schwimmen gehen. Das könnte ziemlich abgefahren sein. Für 9 € wird man auch hier mit dem Boot ins Innere gebracht. Das hier ist die Grüne Höhle, Millionen Jahre alt. Entstanden ist sie durch mächtige Naturgewalten. Das ist ja richtig cool. Guck mal, das kommt von da oben. Da ist so ein Loch. Das Sonnenlicht fällt dann hier rein. In der blauen Grotte absolut verboten. Hier erlaubt. Schwimmen und Schnorcheln. Was für ein Erlebnis. Die Sonne geht langsam unter und wir fahren wieder Richtung Brač. Ja, fast haben wir Delfine gesehen, beziehungsweise ich habe einen gesehen. Bis die Kamera dann an war, ist der Delfin auch wieder abgetaucht. Aber ich kann euch sagen, es war unglaublich schön. Ja! Ganz nah. Yeah. Ist da. It's a little boat. Yeah. Oh mein Gott, was für ein Tag. So eine Bootstour solltet ihr hier unbedingt machen. Der nächste Morgen. Die bekannteste Sehenswürdigkeit von Bol haben wir uns bis jetzt aufgehoben. Denn dafür muss man ziemlich früh aufstehen. Zumindest, wenn man das Ganze ein bisschen für sich haben möchte. Zlatný Hrad, das Goldene Horn. Ab mittags kommen unzählige Touristen von den Nachbarinseln, um sich hier zu sonnen und zu baden. Die Einheimischen tun das eher weniger, zumindest nicht in der Hochsaison. Einige Strände hier sind, wie üblich in Kroatien, Steinstrände. Manche haben aber auch Sand. Nur ein paar Meter vom Goldenen Horn entfernt findet man die schönsten Buchten. Hier ist man unter sich. Hier baden auch die Locals. Ich bin heute mit einem alten Bekannten auf eine Limo verabredet. Dario lebt seit 4 Jahren auf der Insel und hat einen für Kroatien sehr ungewöhnlichen Imbiss.
Du bist sehr mutig. Ein veganer Laden in Kroatien. Du weißt schon, dass die Kroaten sehr viel Fleisch essen. Ja, das stimmt. Aber es kommen viele Touristen zu uns. Das hilft natürlich unserem Konzept, aber es essen auch immer mehr Kroaten hier und sie sind begeistert. Der Großteil unserer Gäste ist nicht vegan, sondern Flexitarier. Ich muss wirklich sagen, die Kräuterlimo ist wirklich super lecker. Vor allem die Minze. Ja, die Minze ist wirklich phänomenal. Ich zeige dir gerne, wo sie wächst. Die Kräuterfrau heißt Vesna, total sympathisch und hier auf Brač verankert. Wollen wir direkt los? Na klar, wir können direkt los. Mit dem Auto dann? Ja. Mit dem Jeep geht es in ein Dorf im Inselinneren zu Vesna. Das ist ungefähr 20 Minuten von Bol entfernt. Wie gut es hier duftet. Ja, das merken nur die, die noch nie hier waren. Ich merke das überhaupt nicht mehr. Kräutermischungen und Tees. Alles von Hand gesammelt und getrocknet. Vesna macht das alles mit ihrer Schwester. Ihr Sohn ist schon lange aus dem Haus und hat seine eigene Familie gegründet. Auf ihrem kleinen Dachboden trocknet sie die mediterranen Pflanzen. Daraus entstehen später Salben und Tees. Und dann zeigt sie mir noch, wo die Kräuter wachsen. Den Garten hat sie geerbt und damit auch ziemlich viel Arbeit. Vesna, das ist unglaublich groß hier. Wie viel Arbeit steckt denn in all dem? Viel zu viel. Wie schaffst du das alles? Sehr schwer. Aber du arbeitest. Weißt du, wenn jemand hier vorbeikommt und begeistert ist, denke ich immer, es könnte noch viel besser sein. Und dann entdecke ich einen Feigenbaum. Auf Kroatisch Smokva. Das ist jetzt eine Feige für mich. Genau. Super, sie ist süß, sie ist weich. Das ist diese alte Sorte, keine Ahnung, wie sie heißt. Also ihr könnt jetzt gehen und ich bleib hier, so 15 Minuten lang. Brač ist bekannt für seine Kräuter. Hier wächst nicht nur Salbei, sondern auch Rosmarin und wilder Fenchel. So viele Aromen, die ich in dieser Intensität noch nie zuvor gerochen habe. Wir machen es uns bei einer Tasse Verbene-Tee gemütlich. Die kroatische Gastfreundschaft. So kenne ich das. Ich fühle mich willkommen und ein bisschen wie zu Hause. Was hast du früher gemacht? Gibt es eine leichtere Frage? Nein, auf keinen Fall. Also da gibt es einiges. Mein ganzes Leben lang habe ich im Tourismus gearbeitet. Anschließend habe ich in Amerika gelebt. Dort habe ich als Managerin gearbeitet und auch als Grafik- und Webdesignerin. Wo hast du in Amerika gelebt? In Kalifornien. Und als dann mein Ex-Mann in Rente gegangen ist, sind wir nach Kroatien zurückgekehrt und haben mit all dem hier angefangen. Und daraus ist eben eine schöne Geschichte entstanden. Er hat mich in allem unterstützt und ich hatte das Know-how. Dankbar und glücklich verlasse ich diesen wundervollen Ort. Unsere Reise geht zu Ende. Neben der Schönheit dieses Landes sind es vor allem die Begegnungen, die mir ein Heimatgefühl gegeben haben. Und das, obwohl ich in Deutschland lebe. Früher habe ich gedacht, ich muss mich für eine Heimat entscheiden. Heute weiß ich, ich bin in beiden Ländern zu Hause. So, Feierabend für heute. Und was macht man nach einem harten Arbeitstag? Wir Kroaten springen direkt in die Adria. Make me lose
made me water.